Herzlich willkommen wieder live aus dem Homesys Filmstudio. Wie viele sind wieder bereit für außergewöhnliche Informationen, die ihr vielleicht in dieser Form und Art und Weise noch nie gehört habt? Dann dürft ihr mir gerne reinschreiben, bin bereit dafür. Und wie viele sind wieder bereit, 100% ihre Energie und Aufmerksamkeit zu geben und hier wirklich live dabei zu sein, um die Informationen aufnehmen zu können und alle Ablenkungen ein bisschen zur Seite zu schieben, dürfen gerne reinschreiben, bin da bereit dafür. Und ich bin natürlich auch bereit, 100% meine Energie zu geben, um jetzt diese Informationen nach meinem besten Gewissen und so gut ich es eben kann, euch das für euch aufzubereiten. Jetzt geht es ja um den zweiten Teil. Was ist organisch? Unter Anführungszeichen zum Beispiel Bio. Und das Thema steige ich gleich ein. Geht es ein bisschen auch um den Wurzelzwischenraum und ein bisschen vieles mehr. Und Paul Jack hat da einen eigenen YouTube-Kanal und aus diesem übersetze ich das wieder live. Den ersten Teil werde ich dann hier im Infobereich einfach verlinken. Dann könnt oder unten im Informationsfeld, und da könnt, wenn ihr den ersten noch nicht gesehen habt, gleich einsteigen, um die Basis zu haben, weil sonst könnt ihr das Wissen hier, vielleicht verstehst du es dann einfach nicht, wenn du nicht die Basis bereits weißt. Und jetzt steigen wir gleich mal ein. Ich gebe den Bildschirm frei und springe da gleich mal rein auf YouTube. Part 3 ist eben das, weil da hat er das auf mehrere Teile aufgeteilt. Ich versuche das auf zwei aufzubrechen und jetzt geht es eben weiter mit den zweiten Teilen. Wir können hier erkennen, Rhizosphere Root Space, das heißt im Prinzip Wurzelzwischenraum, habe ich vorher selbst nicht gewusst, ist mir zuerst selbst nicht eingefallen, obwohl das eigentlich ganz plausibel wäre. So, jetzt starten wir da mal rein in das Video und schalten auch wieder den Untertitel hinzu. Das könnt ihr natürlich selbst in Originalen auch anschauen. Dann fällt mir jetzt Übersetzen auch ein bisschen leichter und werde natürlich immer auch meinen eigenen Senf ein bisschen hinzugeben, also meine eigene Erfahrungsschatz. Das Buch kann man jetzt nicht sehen, das zeige ich jetzt im Anschluss, was ich von ihm natürlich auch habe. How Eat and Move Be Healthy und einige Fortbildungen bereits bei Paul Jack online gemacht habe. Also noch keine direkten Live-Fortbildungen, wird hoffentlich auch noch folgen in meinem Leben, weil ich ja immer wieder mehr dazu lernen will. So, und praktisch natürlich immer perfekt ist, wenn man das da auch anwendet. Also das ist eben jetzt die kleine Miniserie, was er gemacht hat, und er ist eben zurück. What is organics today? Was ist eben organisch oder Bio? Und das Thema geht es eben da jetzt in dem Video, was er mal vor vielen Jahren aufgenommen hat, aber das Wissen noch immer brandaktuell ist und enorm wichtig, gerade jetzt in der Zeit, die wir uns befinden, und dass einfach Veränderungen passieren müssen, unbedingt passieren müssen. We are going to do part 3, which is titled. Und das ist eben jetzt der dritte Teil. Was ist organisch und der Wurzelzwischenraum. The rhizosphere, which means the root space. So, a little brief recap. I started off in part. Er macht jetzt im Prinzip eine kleine Zusammenfassung zuerst einmal, was er in den ersten Teilen gemacht hat. Part 1 by talking about pesticides, some of the. Wo er eben über die Pestizide gesprochen hat, das erfahrt ihr dann auch in meiner Übersetzung, und über die Gefahren. Dangers and some of the basic concepts of organic. Und eben die Grundkonzepte, was eben auf organische Naturbeziehungen sind. In part 2, I explained more about the mechanics of soil function. Dort eben im zweiten Teil über die Mechaniken der Bodenfunktion gesprochen. Das habe ich eben auch in meinem ersten Teil schon erklärt und übersetzt von ihm. And how microorganisms work. Wie Mikroorganismen funktionieren und das Ganze natürlich auch interagiert mit den ganzen Sonnenstrahlen und so weiter. Das habe ich ja im ersten Teil erklärt. And the interactions with the earth, the moon, the Also die Interaktion mit der Erde, der Sonne, dem Mond sun, and the cosmic forces. und den kosmischen I talked about oder the different types. Er spricht er hat über verschiedene Arten gesprochen, Of energies, von Unterschieden, von Energien,
den paramagnetischen Energien, magnetic affinity to the south pole of a die Affinität zum Südpol magnet, and said that the sun produces und dass die Sonne paramagnetische paramagnetic monopoles, Monopole The moon- erzeugt, Monopole erzeugt, the moon produces paramagnetic light. der Mond ein paramagnetisches Licht erzeugt. And I talked about that there are classes of stones that have Und er hat eben auch darüber gesprochen, dass es bestimmte oder Klassen von Steinen gibt, various levels of paramagnetic energy die auf unterschiedlichen Ebenen paramagnetische Energie beherbergen oder die einfach paramagnetisch sind in them. And I said that und die in sich haben. temples, round towers, Und dass eben alte Tempel und Türme und da solche Steine genutzt wurden. Und der Phil Callahan, almost every healing site ever found in the world was found to have extreme der hat eben auf vielen Heilstätten der Welt extreme hohe paramagnetische high paramagnetic Werte gemessen oder auch entdeckt. ratings by Phil Callahan. And I referred you to some of his books. Und er hat eben auch auf einige der Bücher verwiesen, die was ich ja eben auch unten verlinkt habe beim ersten Teil und eben auf meiner Webseite, wo es eben den Beitrag genauso finden könnt. As well. Then I showed you that the soil microorganisms Dann haben die Bodenmikroorganismen gezeigt, use water, conserve die eben Wasser verwenden, also die eben auch mit Wasser interagieren natürlich, water, and use their die dafür sorgen, dass Wasser gespart wird, very intelligent abilities to couple the right die eben sehr intelligente Fähigkeiten haben und das Ganze dann eben koppeln minerals in paramagnetic mit Mineralien, mit den richtigen, die was paramagnetisch, diamagnetisch diamagnetic profiles to und produce a ausweisen, crumb-like structure in the soil called humus, which works um eben im Boden eine krümelartige Struktur zu erzeugen, die man Humus auch nennt, as a cosmic antenna to draw sun die dann als kosmische Antenne fungieren und mehr oder weniger wie eine Antenne die Energien aufnehmen. sunlight, moonlight, and Sonnenlicht und Mondlicht und starlight Sternlicht into the earth to energize in die Erde zu ziehen und mehr oder weniger hier aufnehmen zu können the soil, which puts it into polarity with und den Boden mit Energie zu versorgen, wie er es eben erklärt hat. water, earth, and tissue, which are Mit Wasser, Erde und eben Gewebe, diamagnetic, oxygen, die dann eben die Polarität die in Polarität sind oder die ja polar sind, kann man sagen. sunlight, Und der gefärbte ist eben dann, der hat eben gezeigt, dass manche da durchgestrichen ist. Habe ich, wie gesagt, im ersten schon erklärt, das ist jetzt im Prinzip nur eine Zusammenfassung. and moonlight are paramagnetic sources of Dass eben Sonnen- und Mondlicht paramagnetische Energiequellen sind. energy, and I showed that the two coupled together Und er hat eben gezeigt, dass sich diese einander eben beide eben gekoppelt sind, produces relatively opposing but complementary polarities dieses aber entgegengesetzt, aber komplementär Polaritäten erzeugt, that produce work potential, die dann im Prinzip zu einem Arbeitspotenzial führen. generating an electrical field. I Das eben dann ein elektrisches Feld erzeugt. showed that magnetism runs Er hat dann auch gezeigt, wie der Magnetismus um die Erde herum verläuft, parallel to the surface of the earth, and parallel zur Erdoberfläche, that the electrical field goes vertical. und das elektrische Feld eben vertikal nach oben geht. So today we're going to continue our discussion, and we're Und heute wird eben die Diskussion oder das Thema fortsetzen going to talk about what is going on in the und eben darüber sprechen, was im Wurzelraum root space of plants, what those der Pflanzen eben vor sich geht oder passiert, microorganisms are doing in concert was eben diese Mikroorganismen im Einklang with the intelligent plant species, the mit der intelligenten Pflanzenart consciousness within each und dem Bewusstsein in jeder Pflanze, plant that makes its own unique products. dem dann
einzigartige oder eigene Produkte and erstellen. how not only that's important to you, but Wie das eben nicht nur für die Pflanzen wichtig ist, sondern auch für uns Menschen. why understanding this becomes very, very relevant Warum das Verständnis dafür sehr entscheidend ist, to purchasing foods wenn man dann eben Lebensmittel kauft und Nahrungsergänzungsmittel auch verwendet. and supplements. So with our preface, now I'll orient you to the diagram. Also mit seinem Vorwort werden Sie nun auf den Diagramm wieder Here's a orientieren. picture of a tree. Here is Da ist eben das Bild eines Baumes the rhizosphere or root space. und unterhalb eben der Wurzelraum oder die Wurzeln, was man da sehen kann. Most people are completely unconscious of what's Und dem Menschen ist eben das völlig unbewusst, was unter der Erde vorgeht bei den Wurzeln below the earth, but the oder was sich eben unter der Erde befindet. tree below the earth is often bigger than the one above. Und das, was sich eben unterhalb der Erde befindet, ist oft viel größer als das, was man oberflächlich wie den Baum zum Beispiel sehen kann oder eine Pflanze. The earth. How much bigger? Well, let me give you an example. Wie viel größer gibt jetzt eben ein Beispiel und wie viel das eben größer ist? One corn plant can have 6,000 miles of main Also eine Maispflanze kann 6000 Meilen an Hauptwurzeln haben rootlets, and when combined with main roots, and when combined und in Kombination mit der Hauptwurzel with its rootlets, can have und in Kombination mit den Wurzeln 26,000 miles of roots. kann eine Maispflanze 26.000 Meilen One corn plant. an Wurzeln haben. Eine einzige Kornpflanze. So you're talking about a Maispflanze. massive network. Da kann man einfach von einem riesigen Netzwerk auch sprechen. Rootlets. It would be very much like your Von capillary Wurzeln, beds. wie so Kapillare oder Kapillarbetten. Inside this space is In diesem Zwischenraum a living space. That's why it's called a rhizosphere. ist eben ein lebendiger Zwischenraum, wegen dem wird das auch Rhizosphäre genannt. And here, if you have organic soil, you have a Wenn du eben einen organischen Boden hast, proper balance of water, minerals, wenn du eben diesen organischen Boden hast, dann ein ausgewogenes Verhältnis von Wasser, Mineralien und magnetic energy, diagnetischer Energie, also das Gegensatz von dem, was aus der Sonne, Mond und so weiter kommt. paramagnetic energy, which Und eben paramagnetische Energie. keeps the microorganisms warm, fed, and healthy. Und was eben die Mikroorganismen warm hält, füttert und gesund erhält. And then, of course, you have them eating each other. Then you've got fertilizer from Und dann fressen sie sich natürlich gegenseitig und oder fressen einfach da auch etwas und dadurch hast du eben diesen Dünger dann auch. animal poop, dead organic matter in nature. Und eben tote organische Materie in der Natur. So this creates a living matrix, Da entsteht eben eine lebendige Matrix, which really, in a sense, has its own consciousness. was in gewisser Weise ein eigenes Bewusstsein hat. It's just like a computer has many parts or a brain has many So als wenn eben ein Computer viele Teile hat oder ein Gehirn viele Teile hat, parts, but they all work together. aber alle arbeiten im Prinzip zusammen. Du hast ja auch viele Hirnareale, wo die Teile miteinander interagieren und zusammen eben das ausmachen, damit überhaupt dein Körper und Geist funktioniert. This system not only works together, but research Dieses System funktioniert nicht nur zusammen, sondern wie heutige Forschungen auch gezeigt haben, today shows that plant species not only serve to support each other, also dass Pflanzenarten nicht nur dazu da sind, sich untereinander und gegenseitig zu unterstützen, but they support other plants that are symbiotic. sondern dass sich auch andere Pflanzen unterstützen.
die eben symbiotisch miteinander interagieren, such as moving water and resources wie eben die Beförderung von Wasser und Ressourcen to different locations of a garden an verschiedene Orten des Gartens zum or a place Beispiel in nature. So clearly, oder an einen Ort in der Natur. there's a lot more consciousness going on than people attribute Also dass eben da viel mehr vor sich geht, als in dem Bewusstsein der Menschen vorhanden ist. to plants and microorganisms. Und eben auch bei den Mikroorganismen. Now, what I wanted to point out very clearly here, Was eben da jetzt sehr klar hervorheben will, remember that earth and water und dass du dich einfach daran erinnerst, dass Erde und Wasser are yin. Yin Yin wird eben in der chinesischen Philosophie dem Yin zugeordnet. means energy is drawn inward, Yin bedeutet nichts einfach ausgedrückt, Energie wird nach innen gezogen and is anabolic. und dass es anabolische Wirkung hat. So when a woman gets pregnant, she enters a yin cycle. Also wenn eine Frau schwanger wird, dann geht sie in einen Yin-Zyklus über. Her energy goes inward and she Ihre Energie geht nach innen begins to expand out from the center. und sie beginnt sich nach außen auszudehnen. That's yin Vom Zentrum aus. energy. Yang Eben die Yin-Energie darstellt. is the opposite. Und Yang ist im Prinzip das Gegenteil. Yang is a centrifugal energy. It Yang, wie es eben da oben anhand der Sonne auch gezeigt hat, ist eine zentrifugale Energie, pushes outward but die sich nach außen drückt, contracts inwardly. sich aber nach innen zusammenzieht. So a very simple way to think of this is if you take Man kann sich das eben sehr einfach vorstellen, a piece of sponge wenn man ein Stück Schwamm hernimmt, ein kleines Stück Schwamm, and soak it in water, it will und es im Wasser einweicht oder draw the energy inward and the dann saugt es eben die Energie nach innen oder wird nach innen gezogen sponge would swell, just like if you took a piece of dry und der Schwamm würde eben anschwellen, genauso wie man ein trockenes Stück bread and put it in water. Brot nehmen würde und das eben im Wasser einlegt. It would draw water inward and Und es würde eben Wasser nach innen ziehen und dann eben anschwellen. swell. That's yin. If you Das ist Yin. take that same piece of bread and throw it in a hot Und wenn man dasselbe Stück Brot nimmt frying pan, it und in eine heiße Bratpfanne wirft oder gibt, will expand its energy in the water outward. dann wird eben die Energie darin nach außen gehen und das Wasser nach außen austreten. But the bread itself will continue to contract Aber das Brot zieht sich ja selber zusammen, weil es eben dann austrocknet und das Wasser auch verliert. until there's nothing left but ash. Bis dann eben nur mehr Asche überbleibt, wenn man es zu lange erhitzt. So the yang energy is the expansive Also die Yang-Energie ist die expansive oder die ausdehnende Energie energy, and the yang energy creates levitation. If you und die Yang-Energie erzeugt eben auch Levitation müsste wachsen sein oder Wachstum. heat the bread with water in it, the water molecules Wenn Sie das Brot mit Wasser erhitzen, will begin to levitate. beginnen die Wassermoleküle zu schweben. So yang energies have a pulling force toward the sun. So dass eben die Yang-Energien die anziehende Kraft zur Sonne, Yin energies have a drawing force zur Yin-Energie eine and anziehende a holding force. und eine haltende Kraft hat. So the polarity of the two creates Daher erzeugt die Polarität von beiden the electrical field, das elektrische Feld, von dem wir im ersten Teil schon gehört haben. and that's what plants grow on. That's what gives Und das ist eben das, worauf Pflanzen wachsen, them their base energy for life was ihnen ihre Grundenergie fürs Leben gibt, and survival. um zu leben oder um zu überleben.
And as I showed, the balance of those energies in the Und wie eben gezeigt hat, ist das Gleichgewicht dieser Energien root space is controlled largely wird eben größtenteils vom Wurzelraum, by microorganisms von Mikroorganismen and environmental influences, and then of course und Umwelteinflüssen kontrolliert. man. Und natürlich auch von den Menschen. Well, that's a long story. I think you Das get ist eine sehr lange Geschichte. that one. Und ich So now- denke, du kannst es auch verstehen und dass da viele Zusammenhänge auch gibt und dass der Mensch da sehr großen Einfluss hat. Now what I wanted to share is really something Und was ich eben jetzt mit euch teilen will, special. ist etwas ganz Besonderes. And you can learn more about this studying Arden Anderson's Und du kannst da eben sehr viel mehr darüber erfahren, indem du Arden Andersons Buch liest, book, Science and Agriculture. also die Wissenschaft studieren von Landwirtschaft, And some of the other resources that he refers to. einige der anderen Ressourcen, auf die er sich bezieht, und die Bücher eben schon hineingeschrieben auf meine Webseite und beim ersten Teil auch. And many others, if you're really interested, you can go to the British Und wenn du da wirklich interessiert bist, mehr zu erfahren, Soil Association, the New Zealand dann kannst du dich auch in die British Soil, also den britischen Boden Association von Neuseeland Soil Association and almost any soil association und fast jeden in the Bodenstation world, auf and you der get lots of Welt. this good information. Und sie haben eben sehr gute Informationen, was das betrifft. Now, what the research shows, conclusive and Die Forschung zeigt und schlüssig very good scientific research, is that within the und sehr gute wissenschaftliche Forschungen, root space, dass eben die Mikroorganismen im the Wurzelraum, microorganisms produce for plants, also eben für Pflanzen und Bäume, trees, anything that's got roots, alles produzieren, amino acids and was eben die Wurzeln auch dann aufnehmen und brauchen. Aminosäuren und Proteine, proteins, hormones. Hormone, Research shows that practically every single, if not every single hormone Untersuchungen zeigen oder Forschungen zeigen, dass praktisch jedes einzelne, wenn nicht jedes einzelne Hormon, in the human body can be found in the root space das was eben im menschlichen Körper gefunden werden kann, auch im Wurzelraum auffindbar ist. of plants. I'll say Im Wurzelraum eben von Pflanzen auffindbar ist. that again. Pretty much every single hormone Und er möchte das eben nochmal erwähnen, dass so ziemlich jedes einzelne in the Hormon human body can be found in the root space of in jedem menschlichen Körper auch im Wurzelraum von Pflanzen gefunden werden kann. plants, being manufactured by plants and Mineralien, Spurenelemente werden microorganisms. von Pflanzen und Mikroorganismen hergestellt. Minerals and trace minerals, obviously the soil Also die Mineralien, is full of minerals, and trace minerals. der Boden ist eben voller Mineralien und Spurenelemente. Okay, jetzt weiß ich nicht, was er damit gemeint hat mit Trace Minerals. Now, as a side note, these minerals are Und nebenbei bemerkt man eben, dass diese Mineralien not available to you. Plants do not ihnen nicht zur Verfügung stehen. eat stones. They don't eat Pflanzen futtern eben keine Steine oder essen keine Steine. dirt. People misunderstand Sie essen auch keinen Schmutz. that. Das verstehen eben die Menschen falsch oder haben das oft nicht verstanden, Symbiotic organisms called dass symbiotische Organismen, mycorrhiza, which are Mycorrhiza, wie er das eben nennt, fungi, excrete very die sich eben um Pilze handelt, powerful acids and dissolve rocks die eben sehr starke Säuren ausscheiden, and liquefy the minerals and feed Steine auflösen, them to the plants die Mineralien verflüssigen in trade for the sap or the und es im Prinzip den Pflanzen zuführen sugar of the plant.
im Austausch gegen den Zucker von Pflanzen. Und das hat eben auch schon mal der Erwin Thoma erzählt, falls von dem schon mal was gehört hat, der die Thoma-Hause baut. Der hat auch einige Vorträge auf YouTube, weil es euch das Thema mal genau interessiert, wo eben über die Bäume und das faszinierende Wissen oder das Faszinierende eben erzählt, was man von Bäumen schon weiß und wie spannend das eigentlich ist. Und wie gesagt, die Pilze geben da eben im Austausch die Mineralien her und die Bäume eben ihnen den Zucker. So here again you see that we could not have bioavailable. Und das kann man an diesem Wissen auch erkennen, dass wir keine bioverfügbaren Mineralien haben, Minerals if it were not for microorganisms like the wenn es eben keine Mikroorganismen, mycorrhiza fungi doing their die Mykorrhiza, also die Pilze da eben gibt, work to transform die ihre Arbeit tun, matter, dead matter, into um tote Materie in andere Zustand zu verwandeln oder in etwas anderes umzuwandeln, things that we can animate as life. die wir eben haben, um das Leben We also have zu beleben oder zu ermöglichen. enzymes and Es gibt eben hier auch Enzyme, cofactors that are die mit Kofaktoren, very, very heavily present in these rhizospheres. die eben sehr stark in diesen Wurzelzwischenräumen, in den Rhizosphären, And in the plants themselves. Now, the key point in den Pflanzen selbst vorhanden sind. to remember is that Und der entscheidende Punkt, an den man sich jetzt erinnern kann if it's not oder sollte, here, it can't be here. dass es eben, wenn es sich nicht hier unten befindet, dass es auch nicht im Baum vorhanden sein kann. So if this was an apple tree, whatever's Wäre es eben ein Apfelbaum, missing down here cannot show was eben hier unten fehlt, kann oben auch nicht vorhanden sein. Also up in your apple. oder im Apfel auftauchen. If you're picking strawberries, whatever's missing Wenn du eben Erdbeeren pflückst, here does not show up in your was auch immer eben dann fehlt, strawberries. kannst du den dann eben auch nicht in den Erdbeeren vorfinden. Better yet, whatever animals you're eating, Besser noch, was auch immer Tiere essen, if the food they're eating was missing here, wenn das eben hier fehlt und das dann die Tiere essen, it won't show up here, which means the animal itself becomes malnourished. dann werden eben auch die Tiere unterernährt, wenn das eben da unten nicht vorhanden ist, dann in der Pflanze selbst nicht, dann kann das natürlich auch die Tiere nicht aufnehmen durch die Nahrung und werden eben auch unterernährt von Mineralstoffen, Spurenelementen, So if you eat sick was auch immer sonst noch. animals from sick soil, Und wenn eben kranke Tiere aus kranken Boden dann entstehen, well, I think the story plays itself out. Also, dann spielt sich eben die Geschichte hier mehr oder weniger ab. in the root space of plants and in the plants we find fat. Und auch im Wurzelraum von Pflanzen finden wir Fette, Oils, and Öle carbohydrates or sugars. und Kohlenhydrate oder Zucker. Now, I don't know if you've noticed anything about this list. Es ihm ist an dieser Liste eben etwas aufgefallen. But, ladies and gentlemen, this is what you are. Meine Damen und Herren, das ist eben etwas, woraus du bestehst. You're made of this. And if Du bist aus diesen einzelnen Stoffen gemacht. any of these things are missing, Wenn da etwas fehlt, you will not be a healthy person. dann wirst du eben kein gesunder Mensch sein. Your body will start to work incorrectly. Dein Körper wird anfangen, nicht gut zu funktionieren oder nicht so funktionieren, wie es sollte. Brain will start to work incorrectly. Das Hirn wird nicht mehr so gut arbeiten. Your emotions will start going haywire. Die Gefühle können durcheinander sein oder die Emotionen Sense of what is important becomes distorted. oder den Sinn, was für dich wichtig ist, And most of your time, kann verzerrt sein. energy, and money is spent chasing around
Und die meiste Zeit verschwendest du Energie und Geld dafür, medical doctors because you need Ärzten hinterher zu laufen, pills and props and wraps weil du irgendwelche Hilfsmittel und so weiter oder Bandagen nutzt, and straps and all that crap when really Gurt oder irgendwas dergleichen. 98% of this stuff Und all diesen Mist. we'll call it 95% comes Und wenn wir wirklich 98% von diesem Zeug haben, from diet and lifestyle factors, wenn die 95% kommen von Ernährungs- und Lebensstilfaktoren. of which food is absolutely essential. Und daran kann man einfach erkennen, wie essentiell auch Lebensmittel oder Essen für uns Menschen ist. So here we are now to the punchline. In part Da befinden wir uns eben auf diesem Punkt jetzt, im zweiten Teil. 2, I showed you how the microorganisms work and how they Er hat eben gezeigt, wie die Mikroorganismen funktionieren, interact with nature and wie sie mit der Natur how the interagieren, energy flows. Here's die Energie fließt what we want to look at now. und wohin er eben jetzt noch einen Blick darauf werfen will, Whatever you do to damage the microorganisms was immer wir auch den Mikroorganismen antun, through the improper use of farming durch moderne landwirtschaftliche Verfahren, die eben die Mikroorganismen zerstören oder verringern, procedures, which there are many that I've written about die eben schädigen. and teach about in my courses, but Er hat eben viele Dinge auch in seinen Kursen beschrieben, auch in seinem Buch How to Eat and Move Be Healthy Now, particularly the use of chemical fertilizers, insbesondere durch den Einsatz von chemischen Düngermitteln, herbicides, fungicides, Herbizide, Fungizide, rodenticides, Rodentizide oder wie die jetzt heißen, pesticides, Pestizide, all of those chemicals all diese Chemikalien wipe out the microorganism population, vernichten die Mikroorganismenkultur oder Population create huge imbalances in the soil, und führt zu großen Ungleichgewichten im Boden and lead to nutrient deficient plants. und führt dann eben auch zu nährstoffarmen Pflanzen, die dann uns nicht mehr richtig nähern, was eigentlich soll, damit wir alles in unserem Körper haben, was wir brauchen, damit er optimal funktioniert. Now, anything that you do to the soil and damage the Und eben alles, was wir dem Boden antun microorganisms is going to directly affect und schädigt dann eben auch die Mikroorganismen, the quantity and quality of amino dann eben die Qualität und Quantität von Aminosäuren, acids or proteins, hormones, Proteinen, Hormonen, Vitaminen, vitamins, minerals, trace minerals, Mineralien, Spurelementen und Enzyme, enzymes, cofactors, fats, oils, Fette, Öle und eben auch Kohlenhydrate. carbs, and sugars. Most of what people eat is crap. Und das meiste, was die Leute essen, ist einfach Müll oder Gift, Garbage, poison, dead plants. The plants abgestorbene Pflanzen, themselves are miserable. die im Look. selbst in sehr miserablen Zustand sind. Look at how many of these potatoes and things, tomatoes, you eat a Und schau dir eben an, wie viele Kartoffeln oder Tomaten, die sie essen. tomato, it's just like a bag of sick water. There's Eine Tomate ist dann oft wie eine Tüte krankes Wasser. not even any flavor there, and you think Da ist dann oft nicht einmal Geschmack drin. you're getting a deal. Und du denkst eben, dass du da einfach etwas Gutes tust, wenn du da eine Tomate isst. When your food does not have it, Wenn es eben dein Essen nicht enthält, and you go out to a doctor or even du gehst eben nach draußen zu einem Arzt oder einem Therapeuten natural therapist, and you get put on und lässt dir Nahrungsergänzungsmittel verschreiben, supplements, you are also making another big dann mistake. machen viele eben einen weiteren großen Fehler, If the supplements themselves are of any less quality wenn eben die Nahrungsergänzungsmittel dann auch von minderer Qualität sind than the source that they should have come from, which und von der Quelle, aus der sie eben kommen, is organic, properly müssen einfach biologisch sein, raised, properly angebaut, dann eben richtig erzeugt oder verwaltet managed, properly cared for,
non-toxic gepflegt, plant. giftig sein, also ungiftige Pflanzen, weil irgendetwas hinzugefügt wird, was eben nicht von Mutter Natur stammt. Remember, you can't make chicken salad Und er erinnert einfach, dass man aus einer Hühnerscheiße keinen Hühnersalat machen out kann. of chicken shit. Only Mother Nature can do that. Das kann eben nur Mutter Natur. So if the vitamins and the supplements that you're buying came from the Wenn eben die Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, die du brauchst, same kind of source materials, which 98 aus derselben Quelle kommen, was eben für 98% zutrifft, 98% of them do, all you're doing is spending more money on dann gibst du eben einfach noch mehr Geld aus, concentrated crap that was eben den Zweck dann nicht erfüllt und einfach nur Müll ist, will not do anything but keep other people rich and die keep eben dann nur andere Menschen reich macht, you chasing problems. And in my next um sie auf der Suche eben nach weiteren Herausforderungen und Problemen hält. part of this series, we will look at what is called the vitamin Und im nächsten Teil, was ich gleich hoffentlich anfügen werde, geht es eben dann in den sogenannten Vitaminkomplex. complex, which I'm sure will be quite shocking and interesting for many of you. Und das wird eben für sehr viele ziemlich schockierend und eben auch interessant sein. Even those of you with degrees in nutrition. I'll see you then. Ebenfalls auch für Menschen, die eben vielleicht einen Abschluss im Ernährungsbereich haben. So, jetzt geht es dann gleich weiter mit dem nächsten Part. Hello. 10 Minuten. Ich hoffe, das schaffe ich dann auch noch mit der Übersetzung. Sonst muss ich eine kurze Pause einbauen. Ich werde mal kurz die Freigabe stoppen und das Ganze noch mal ein bisschen in meinen Worten zusammenfassen, was ja auch ich für Erfahrungen gemacht habe. Und gerade im Nahrungsergänzungsbereich gibt es so enorm viel Mist. Ich habe über die vielen Jahre auch viel kennenlernen dürfen. Und alleine was die Landwirtschaft hier über Jahrzehnte angerichtet hat mit dem Boden, ist einfach nur eine Katastrophe. Und da müssen wir einfach einen Wandel vollziehen, so sehe ich das. Und da muss jeder Einzelne einen Beitrag dazu leisten, auch natürlich die Bauern, die was vielleicht immer noch in alten Mustern behalten sind, weil sie einfach gewisses Wissen irgendwo aufgenommen haben und das für wahr halten. Also sie wissen es oft gar nicht selber besser, weil sie einfach das Verständnis nicht dafür haben. Und steigen wir weiter in den nächsten Teil ein und werden natürlich den Bildschirm wieder freigeben und hier weiter in das Thema einsteigen. Also seid dabei und los geht's wieder mit nächsten Part. Oh, it's Paul Check again. Hey, welcome Da ist eben nochmal der Paul Check und herzlich willkommen back to What is Organics. Today zum Teil, was ist organisch, Bio, kann man es auch ausdrücken. we're doing part 4. Und The das topic is the 4. Teil. vitamin complex. Today we're going to look at something Jetzt geht es eben in das Thema Vitaminkomplex, that might be was wir uns eben jetzt ansehen werden, a bit interesting and shocking for a lot of you, but it's das viele vielleicht schockieren kann, aber auch trotzdem auch sehr interessant ist, wenn man offen für dieses Wissen ist. the truth. So I need to share. It makes me feel good Er muss eben die Wahrheit teilen, das gibt ihm ein gutes Gefühl, to share what I know to be true. wenn er weiß eben, was wahr ist. After 29 plus years of coaching people Nachdem eben 29 Jahre Leute betreut hat, Zeit zum Versprecher. from feeling tired and run down and Angefangen von müde bis erschöpfte und kranke Menschen, sick and diseased to healthy, and zu gesunden und from moderate to awesome athletic von mäßigen bis großartige sportliche Leistung, performance. So there's a little practice was involved die zurückgebracht hat zu einer großartigen Leistung. in here, not just a bunch of book stuff. Hier gibt es eben nicht nur einen Haufen Buchkram darüber. So in part 3, I took you on a quick review of part 2. Im 3. Teil hat er einen kurzen Überblick über den 2. Teil genommen, Talked about the functions of the rhizosome indem er eben
über die Funktion des Wurzelraums gesprochen hat. Sphere or root space, and I informed Und da werde ich jetzt vielleicht ein bisschen überspringen, mal schauen, oder ein bisschen schneller you vorspringen. that the microorganisms and the consciousness of the plants work together. Die Mikroorganismen, die Pflanzen, weil ich es eben vorhin schon gehabt habe. Recap, okay, Recap überspringen wir jetzt einfach mal, weil das haben wir jetzt schon durch. Which brings us up to today. Was uns So here we zum jetzigen Stand bringt oder heutigen Stand. are talking about the vitamin complex. Now, Jetzt reden wir eben über den Vitaminkomplex. just so you don't think this is just me all by myself, here are some resources. Und nachdem man einfach ja nicht denken soll, dass das nur auf seine Informationen gewachsen ist, hat ich eben wieder einige Ressourcen bereit für euch, For you that it's very, very good reading. die eben sehr gut zu lesen sind. First of all, Royal Lee was a nutritional genius, Royal Lee war ein Ernährungsgenie. and this is a set of his lectures. You can also get Das ist eben eine Reihe von Lektionen und something like 30 hours of his lectures on es gibt 30 Stunden von Vorlesungen audio CD. auf Audio-CD. Recommended if you don't have a pretty deep knowledge of Er würde es aber nicht empfehlen, wenn er keine fundierte Kenntnis über nutritional Ernährungswissenschaften science, or you'll just hear a bunch of hat. $10 words, but it's very good. Dann hört man nur 10 Wörter davon oder versteht nur 10 Wörter. Royal Lee was a genius and inventor. Royal Lee war ein Genie und ein Erfinder. He started the company now known as Standard Process Das ist heute als Standardprozess im Laboratorium bekannt ist. Laboratories, have been around for a long time making super high quality nutritional supplements, Es gibt eben seit langem auch sehr hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, which are largely used by medical practitioners. die größtenteils eben auch von Ärzten verwendet werden. These two books by Judith DeCava, who was Diese zwei Bücher, die was ich eben dann auch wieder unten reinschreiben werde im Informationsfeld und auf meiner Webseite. a student of Royal Lee's, the real Judith DeCava, eine Schülerin von Royal Leaves, truth about vitamins and antioxidants is also die wahre Wahrheit über Vitamine, Antioxidantien, a very important book for everyone to read. ist ein sehr wichtiges und interessantes Buch, was jeder lesen sollte. And Good Foods, Bad Foods, also by Gute Lebensmittel und schlechte Judith Lebensmittel, DeCava, is another ebenfalls von der gleichen Frau Judith DeCava. excellent book that I highly recommend. Both of these Er kann aber beide sehr empfehlen. books I've just showed you are publicly palatable, whereas the lectures of Die sehr schmackhaft sind, Royal Lee will be a bit heavy duty. und währenddem das von Royal Lee sehr harter Tobak, also schwer verständlich. Now, here's what Royal Lee taught us, and Das ist eben etwas, was Royal Lee uns beigebracht hat, this is what I've found to be very true from clinical observations und was er eben auch durch klinische Beobachtungen festgestellt hat and discussions like this with many und Diskussionen mit vielen excellent hervorragenden practitioners from Praktikern und aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten many walks of life. Royal Lee showed empfunden hat. very meticulously and intelligently Er hat eben sehr akribisch und intelligent gezeigt, that in any place in nature, vitamins in jedem Ort dieser Natur do not occur as isolates. nicht isolierte Vitamine nicht isoliert vorkommen. There's no such thing as an isolated vitamin. There is no B6 Es gibt kein isoliertes Vitamin wie B6 in nature. There's no B1. There's no in der Natur oder auch B1, this or that. No B5. No kein B5 isoliert, any of that. keines davon. Those are all man-made constructs of things Das sind eben künstliche Konstrukte, that we've cut out, identified, and die wir herausgeschnitten haben oder herausgefiltert haben fortunately put patents on and tried to sell.
leider durch Anmeldung von Patenten und Versuchen oder Lizenzgebühren Royally showed that so verkauft wird. in nature and all living things, you will Und in der Natur, in allen lebenden Dingen, auch Fette, find fats, trace Spurenelemente, minerals, carbs, and Kohlenhydrate, Zucker, sugars, or carbs as sugars, enzymes, Enzyme, Proteine, proteins, nutrient cofactors such as dann Nährstoffkofaktoren wie Phenole, phenolics, terpenes, and alkaloids, Terpenol, ich glaube, das heißt Terpenole oder Terpinole, Alkohole, vitamins, and Vitamine, Mineralien. minerals. So the vitamin complex is also inclusive of other vitamins. Den Vitaminkomplex findet man einschließlich So andere Vitamine, also es ist kein Vitamin alleine. B vitamins, for example, could all be working together, not Alle B-Vitamine arbeiten zum Beispiel zusammen as separate functions. And und nicht als separat einzelne Funktion, in any given complex, einzelnes Funktionieren. different vitamins support different functions. Und in einem Komplex unterstützen verschiedene Vitamine mehrere Funktionen Even in the even relationship to other vitamins. So und im gleichmäßigen Verhältnis eben zu anderen in other Vitaminen. words, vitamins may need vitamins to work better. Mit anderen Worten, Vitamine benötigen Vitamine, um besser zu funktionieren. Okay? So when we look at all this, for Wenn example, wir uns eben das alles ansehen, if you take a piece of an orange, wenn du ein Stück Orange nimmst, all of those factors are there if the oranges are da sind eben alle diese Faktoren vorhanden. organically grown and healthy. Wenn die Orange biologisch und gesund gewachsen ist Remember, if the und gewachsen ist. soil and the nutrients are not, the soil Wenn eben der Boden und die Nährstoffe nicht is vorhanden damaged and sind, the nutrients not there, and the wenn der Boden geschädigt ist und die Nährstoffe eben nicht vorhanden sind microorganisms are out of balance, und die Mikroorganismen aus dem Gleichgewicht geraten sind, you can't get these things in their proper balance and dann kann man eben das nicht in richtige Gleichgewicht kommen, ratio, which is why the plants get sick, weil eben darum eben dann die Pflanzen krank werden which is why they spray so much chemicals on them, und dann eben auch sehr viele Chemikalien darauf gesprüht werden, which doesn't do a damn thing, just makes things was gar nichts bewirkt, sondern es im Prinzip noch schlimmer macht. worse. And then they sell you all sorts of stories and they let you get sick so they Und dann erzählen sie dir alle Geschichten und lassen dich krank werden can sell you more crap pills. und dir mehr schlechte Pillen zu verkaufen. Okay, so what we see here is that this is a working system. Und was wir eben hier sehen können, das ist ein funktionierendes System, Now you'll notice that I have arbeitendes System. a clock face in there. Und was du sicherlich aufgefallen hast, dass er hier ein Ziffernblatt aufgemalt hat. Royal Lee did a great job by giving this example. Und Roy Lee hat eben großartige Arbeit gemacht und da einfach ein Beispiel gegeben hat, What part of a watch tells time? welcher Teil einer Uhr zeigt welche Zeit an. The whole thing. Die There's not ganze. one Es gibt kein einziger Teil part of a watch that's expendable. einer Uhr, der entbehrlich ist. And without that part, you can't. Without any part of a watch, you don't have a Und man kann nicht ohne jeden Teil der Uhr auskommen. Also man braucht alle Teile, damit die Uhr funktioniert. functional watch. If you take the strap off, it's a pain in the ass. If you take the Und wenn du das Armband abnimmst, kann sie nicht funktionieren. glass off, it gets damaged. Wenn du das Glas abnimmst, dann wird sie kaputt. Take a spring out or a gear out, it doesn't work. Und wenn man eben ein Zahnrad oder eine Feder rausnimmt, dann funktioniert auch das Ganze. So a watch is a system that is whole. It's a hold-on Und eine Uhr kann eben nur das ganze System funktionieren. as an expression. It's a functional working system. Es ist So ein when funktionierendes, arbeitendes System. you start taking vitamins vitamin complexes and Und wenn man eben anfängt,
Vitaminkomplexe zu bestimmen oder zu nehmen extracting specific vitamins out of them. und daraus Vitamine raus zu extrahieren. The truth is, you can't really get the vitamin complex because Royal Lee's research showed that Und dann kann man eben nicht den gesamten Vitaminkomplex bekommen. it was far, far, far too complex to be reproduced in any lab. Und das ist eben zu komplex, dass man irgendeinen da reproduzieren kann im Labor. Laboratory, so they're just making the best shot at it, which is, Daher machen sie einfach das Beste daraus, calculated guess, so to speak. was eben eine kalkulierte Vermutung ist. What you have then is, once you start removing watch parts, here's where Was man eben, wenn man eben anfängt, Uhrenteile zu entfernen, it gets very interesting. Royal Lee showed that if you, wird es sehr interessant, was Royal Lee gezeigt hat. for example, take 5,000 milligrams of beta-carotene, Wenn man jetzt als Beispiel 5000 Milligramm Beta-Carotin nimmt oder Beta-Carotinoide, well, 5,000 milligrams of beta-carotene takes about 6 pounds of raw carrots to manufacture. 5000 Milligramm werden etwa 6 Pfund roher Karotten benötigt, also von 6 Pfund roher Karotten. So if you take a Joe Weider megapill, for example, and you're a bodybuilder Wenn Sie halt zum Beispiel ein Joe Weed oder eine Megapille nehmen or you're trying to keep yourself und ein Bodybuilder sind healthy, und Sie sich gesund halten zu versuchen, 5,000 milligrams of beta-carotene, mit 5000 Pfund Milligramm Beta-Carotin, your body thinks, holy schmoly, you just ate the whole carrot patch. dann denkt eben Ihr Körper, Sie haben gerade ein ganzes Karottenbeet gegessen. Now, here's what's important. Your body then has to take and go gather Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben, dass Ihr Körper dann das, was Sie dazu nehmen muss, sammeln muss, all the necessary fats, trace minerals, Alle- carbs, enzymes, notwendigen Fette, Spurenelemente, Kohlenhydrate, Enzyme, proteins, cofactors, Proteine, Kofaktoren und andere Vitamine other vitamins and minerals to reactivate und Mineralien, a vitamin isolate that you've just taken. um ein Vitaminisolat zu reaktivieren. So what his teachings show and what Judith DeCava shows Was eben seine Lehren zeigen und die von Judith Takawa, very nicely is, for example, B6 is classically prescribed for things like carpal tunnel B6 wird klassischerweise zum Beispiel für Karpaltunnel und Nachtblindheit and night blindness. verschrieben. Well, if you go to some GNC or vitamin store and you Wenn Sie eben zu einem GNC oder Vitaminladen gehen start piling up B6, und what B6 beginnen zu stapeln, Royal Lee shows is that you actually may get over whatever your initial problem was, but dass Sie eben über Ihr anfängliches Problem hinwegkommen, if your body does not have the resources available to aber rebuild nicht die Ressourcen verfügt, the vitamin complexes, diesen Vitaminkomplex wieder aufzubauen, the vitamins are not useful to your system, they're actually dann können stressful Sie eben diese Vitamine nicht verwenden, sondern sind sogar belastend für Ihren Körper. to your system. Interestingly, some of my mentors, such as Bill Timmons, have taught me that if your body has more vitamins, Da hat eben dieser Herr gezeigt oder beigebracht, dass wenn Ihr Körper mehr Vitamine hat, then it can use. In other words, if you take a als er verbrauchen kann, mit anderen Worten, big dose of vitamins, your liver wenn Sie eine große Dosis Vitamine einnehmen, has to clear that, just like it was Ihre Leber diese ausscheiden muss, a toxin. genauso wie wenn es Gifte wären. If your body doesn't have the resources to put the complex together, you Und wenn der Körper eben nicht diese Ressourcen verfügt, um den Komplex zusammenzuführen, will create other nutritional deficiencies. So all you do is wirst du eben andere Nährstoffdefizite erzeugen. trade one problem for another, which is Also, tauschen im Prinzip ein Problem nur gegen ein anderes aus. fantastic for the vitamin manufacturing business. Was für die Vitaminhersteller zwar fantastisch ist, Because you think you got over one problem, but you don't realize you just created weil du eben denkst, du hättest ein Problem überwunden, 3 other ones.
Denen ist aber nicht klar, dass sie 3 andere Probleme oder Herausforderungen verursacht haben. maybe your carpal tunnel feels better and you can see better Vielleicht fühlt sich dann der Karpaltunnel besser an. at night, but now your butt itches Du kannst nachts besser sehen. and your hair's falling out. Und jetzt juckt der Hintern oder ihre Haare fallen Fantastic. aus. What do? They just sell you some more, and it's a Und was sie dem tun, sie verkaufen dir noch mehr. perfect little game they got going. It just keeps you Und es ist ein perfektes Spiel, das in Gang gebracht haben, forever in the loop. was dich eben für immer festhält, Next, you got to ask yourself, diese Schleife. where are these products coming from? Und dann darfst du dich fragen, von woher kommen diese Produkte, Again, as I said in the previous section, was eben vorhin Abschnitt auch oder Teil auch gezeigt hat oder if gesagt the hat. vitamins are coming from the product of commercially raised Wenn eben diese Vitamine aus standardmäßig Produkten aus gezüchteten Lebensmitteln stammt, foods, remember, Produkte, was einfach nach diesen Standards hergestellt werden vitamins are concentrates. und dann diese Vitamine Konzentrate sind, So not only are you getting food concentrated, you're getting the dass sie nicht nur konzentrierte Lebensmittel, sondern auch pesticides, herbicides, Pestizide, Herbizide rodenticides, and fungicides and farming und all diese anderen Stoffe wie Fungizide chemicals concentrated. They don't tell you that. und konzentrierte Agrarchemikalien. So you're now not only getting a poor quality product, Dann bekommst du nicht nur ein Produkt einer schlechten a Qualität, poor quality isolate, you're getting sondern auch ein Isolat einer schlechten Qualität. concentrated crap, Und das and you're getting also noch in ein truth. So I need to konzentrierter Mist. So, jetzt bin ich da leider rausgesprungen. Jetzt muss ich schauen, dass ich da wieder hinfinde, wo wir gerade waren. concentrated, you're getting the pesticides, herbicides, rodenticides, and fungicides and farming chemicals concentrated. They don't tell you that. So you're now not only getting a poor quality product, a poor quality isolate, you're getting concentrated crap, and Den konzentrierten Mist im Prinzip bekommst du dann einfach you're getting all sorts of stabilizers and other things in there. und alle anderen möglichen Stabilisatoren und And if you Dinge, die dem hineingegeben werden, um das ganze Produkt eben aufrechtzuerhalten. start doing your research, a lot of these things are toxic to the body. Und wenn man da Forschungen treibt, dann erfährt man auch, dass da sehr viele dieser Dinge, die was zusätzlich noch hineinkommen, sehr giftig oder schädlich sind für den Körper. So what do you got? You basically got shit Und im Grunde genommen hast du da jetzt nur Mist oder Müll on top of shit on top of shit, and that's a criticism und noch mehr Müll und Shit. to shit. It is basically a very poorly thought out system, Das ist eben sehr schlecht durchdacht, das ganze System. and all you got to do to prove this to yourself is go to any nutritional Und alles, was du tun musst, um dir das selbst zu beweisen oder selbst davon zu beweisen, conference in the world, in irgendeine Ernährungskonferenz der ganzen Welt zu gehen, any major nutritional conference in the world, einer großen Ernährungskonferenz. and when you walk in there and see the people in that conference, you will probably Und wenn du eben diese Leute dann auf dieser Konferenz siehst, be confused. You'll think wirst du vielleicht verwirrt sein. you're at an obesity conference. Now that's important. When I used to train the Army Wenn du jetzt eben auf einer Adipositas-Konferenz bist boxing team, we had to have scheduled oder Boxteam der Armee, die was er trainiert hat, visits with the Army nutritionist, who was a woman mussten sie einfach Termine mit einer Ernährungsberaterin machen. about 5'4", 245 Eine Frau von ca. 81 Meter pounds. And und of 100 Kilogramm. course, none of these elite fighters would listen to her. They all brought Und natürlich würde keiner dieser Elitekämpfer das tun. magazines and just ignored her. Well, Die haben alle diese Zeitschriften mitgebracht I'm telling you all that you und sie einfach ignoriert. should not be taking health advice from people that are sicker than you are. Und du solltest eben keine Gesundheitsratschläge von jemandem annehmen, der kranker ist als sie selbst oder du selbst. Find people who know how to eat, move, and be healthy. Finde eben Menschen, die wissen, wie man sich gesund bewegt, ernährt
And if they're really that smart, then the Wenn sie wirklich so schlau sind, rubber hits the road right here. dann kommt der Gummi genau eben hier auf die Straße. So in the next presentation of our little mini-series, I'll talk about some tips Und in der nächsten kleinen Mini-Präsentation wird er eben einige Tipps ansprechen, for finding healthy food near wie wir you. gesunde Lebensmittel finden können. So I hope you enjoyed our little presentation today. Thanks for joining me. I'm Paul Check. I'll see you for part 4. Und ich hoffe, es hat dir dieser Teil gefallen. Und dann würde eben jetzt noch der Teil 5 kommen, den ich mir für einen weiteren Teil Hello, this is Paul aufspare. Check. Das würde nämlich ein bisschen den Zeitrahmen sprengen. In dem Sinn, stoppen wir gleich die Freigabe. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Humsis Function bewegt. Bis zum nächsten Mal. Servus, für Gott und auf Wiederschauen.